Moin, ich bin's wieder, euer Jonas von der Dörr-Gruppe. Aktuell haben wir ja sehr viele Reisemobile stark reduziert, passend zum Saisonstart. Natürlich auch Alkovenmodelle für Familien, perfekt geeignet, und da gucken wir uns heute mal die 3 verfügbaren Grundrisse an. Dann gehen wir direkt mal rein. Also, als allererstes haben wir hier den Forster A699 EB. EB bei Forster für Einzelbetten, 6,99 lang, deshalb auch die 699 im Namen. Wie es der Name schon sagt, haben wir einen ganz klassischen Grundriss. Hinten 2 Einzelbetten, die sich kombinieren lassen, auch zu einem großen Doppelbett. Heißt, 2 Personen können ganz normal hinten schlafen und oben mit 2 Querbetten der Alkoven. Vorteil bei diesem Modell im Vergleich zu einem teilintegrierten mit Hubbett ist, wenn die Kids jetzt oben früh schlafen gehen, die Eltern können trotzdem noch hier sitzen bleiben. Wir haben kein Hubbett, was von oben irgendwie runterfährt, hier den Ausgang blockiert, die Sitzgelegenheiten blockiert. Es bleibt alles so erhalten, wie es ist. 5 Sitze sind hier eingetragen, obwohl wir nur 4 Schlafplätze haben. Heißt vorne 2, hier neben bei der L-Sitzgruppe 2 und der Einzelsitz hier neben der Tür ist auch noch ein eingetragener Sitzplatz. Zwischen Sitzgruppe und den Betten, weil es ein relativ klassischer Grundriss ist, haben wir ein sehr, sehr großes Badezimmer. Toilette, Dusche hier räumlich getrennt. Heißt, unten das Brett wird rausgenommen. Wir haben eine Faltwand, die man zuklappt. Und der Rest hier neben im Badezimmer kann auch alles nass werden. Das ist kein Problem. Auch die Küche gestaltet sich relativ klassisch. Bei Forster immer mit einer Abdeckung, die man auch als Schneidebrett nutzen kann. Sehr großes Waschbecken, perfekt also auch für den Abwasch für mehrere Personen. Und hier neben ein 2-Flammenkocher. Zudem ist ein Absorberkühlschrank verbaut, welcher sowohl über Strom als auch über Gas betrieben werden kann, mit integriertem Gefrierfach. Man kann also auch aus dem Urlaub mal Eis mit nach Hause bringen. Und wir haben hier genügend Platz für alle Mitreisenden. Wie vorhin schon erwähnt, lassen sich die Betten hier mit einem Zusatzpolster auch zu einem großen Doppelbett kombinieren. Vorteil bei dem EB-Grundriss ist, wir haben sowohl eine große Heckgarage als auch hier unten drunter massig Stauraum für Kleidung und sonstiges Zubehör. Auch unter dem zweiten Bett haben wir sehr viel Platz. Zudem kommt man auch ganz bequem von oben dran, um hier Hemden, Jacken, Westen etc. aufzuhängen. Und man sieht es hier neben an dem kleinen Extragefach. Bei Forster ist es wirklich so, dass jeder Millimeter, der hier frei ist, als Stauraum genutzt werden kann. Bei uns gibt es die Fahrzeuge immer mit dem Peugeot-Chassis. 140 PS Schaltgetriebe ist damit dabei. Travelline Plus Paket sind auch mindestens immer mit drin. Heißt, wir haben eine Rückfahrkamera schon vorinstalliert, ein Radio schon vorinstalliert. Alufelgen sind drauf, Stoßstange ist lackiert etc. Preislich geht's hier los bei 55.990 €. Auf Anfrage haben wir tatsächlich auch noch je nach Grundriss, wir gucken uns ja nachher noch weitere an, auch noch Fahrzeuge mit ein bisschen mehr Ausstattung verfügbar. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den nächsten Grundriss an. So, als nächstes in der Reihe haben wir den Forster A699 DVB. Wieder A für Alkoven, fast 7 Meter lang, und DVB steht hier für Doppelstockbetten. Sehen wir gleich, heißt, wir haben hinten im Heck 2 übereinander liegende Doppelbetten. Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. So, wie bereits erwähnt, hier 2 übereinander liegende Doppelstockbetten. Heißt, oben Platz für 2 Personen, unten nochmal Platz für 2 Personen. Die Besonderheit bei diesem Modell ist, wir können hier unten den Lattenrost hochklappen. Funktioniert jetzt nicht, weil da hinten noch Zeug drauf liegt. Falls ihr also während der Fahrt Fahrräder, größere Gegenstände oder sonstiges mit transportieren möchten, kann man hier das Bett hochklappen, das Ganze hier drin verlagern. Hier oben ist noch eine extra Schottwand. Dann hat man quasi während der Fahrt seine Heckgarage. Nachher am Campingplatz angekommen, baut man es wieder zurück und hat 2 Schlafplätze mehr. Zudem ist das obere Bett höhenverstellbar. Das fährt ungefähr bis auf diese Höhe hoch. Heißt, ich könnte hier auch wirklich 2 große Fahrräder mit transportieren. Auch hier haben wir wieder eine Mittelküche, prinzipiell genauso angeordnet wie bei dem anderen auch.
heißt gleiches Waschbecken mit drin, gleicher Zwei-Flammenkocher mit dabei und auch der große Kühlschrank bleibt uns hier erhalten. Wir haben bei dem Grundriss ein bisschen mehr Stauraum, heißt Staumöglichkeiten in der Küche. Sowohl hier unter der Spüle als auch unterm Kochfeld haben wir massig Platz für unsere Küchenutensilien, auch hier oben für Teller, Töpfe etc. 2 große Oberschränke. Direkt bei der Eingangstür haben wir die große Sitzgruppe. Man sitzt sich hier schön gegenüber, genauso wie zu Hause am Küchentisch. 6 eingetragene Sitzplätze hat das Fahrzeug, heißt 2 hier, 2 weiter vorne und vorne Fahrer- und Beifahrersitz. Oben klassisch der Alkoven, auch da hat sich nichts geändert im Vergleich zum vorherigen Modell. Also hier 6 Schlafplätze, 6 feste Schlafplätze, ohne großartig umbauen zu müssen, auch immer an Bord. Im Badezimmer gibt es eigentlich keine Änderungen im Vergleich zum vorherigen Modell, also zum A609EB. Ist genauso ausgestattet. Wir haben eben hier nur das ganze spiegelverkehrt aufgebaut. Also auch eine große Dusche mit dabei. Auch bei diesem Grundriss geht es bei uns immer los bei einem 140 PS Peugeot Chassis. Rückfahrkamera, Alufelgen, lackierte Stoßstange, also alles, was in Travelline und Travelline Plus Paketen drin ist, ist immer mit an Bord und auf Nachfrage können wir auch besser ausgestattete Fahrzeuge liefern. Los geht's hier, solange der Vorrat reicht, bei 56.990 €. Einen letzten Grundriss gibt es noch bei Forster, den A609 VB, den gucken wir uns als nächstes an. Als letztes in der Reihe kommt dann der Forster A609 VB. Hier haben wir Einzelstockbetten hinten, umbaubare Sitzgruppen und Platz für bis zu 7 Personen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Direkt im Eingang beim Heck sind dann die beiden Stockbetten verbaut. Prinzip so wie bei dem A609 DVB auch, nur halt eben einzeln gehalten. Wir können auch dieses Bett wieder hochklappen, um hier einen großen Stauraum zu generieren. Das hier oben ist dann allerdings nicht elektrisch höhenverstellbar, aber auch hier Platz für 2 Personen. Die Küche ist wieder genau wie bei den anderen gleich gehalten, sehr viel Stauraum oben als auch unten und wieder der klassische Forster Zwei-Flammenkocher. Im Badezimmer, gucken wir auch mal gerade rein, hat sich auch nichts geändert. Das ist exakt das gleiche Bad wie im A609 DVB. Auch hier, Forster typisch, haben wir wieder den großen Kühlschrank verbaut. Der Absorber, sowohl über Strom als auch Gas, kann der betrieben werden. Dafür hier nebendran noch einen ganz großen Kleiderschrank mehr mit an Bord. Die Besonderheit bei dem Grundriss ist, wir haben 2 getrennte Sitzgruppen. Einmal hier neben mit 4 Sitzplätzen und einmal hier eine kleine für die Kids mit 2 Sitzplätzen. Zudem haben wir hier die Möglichkeit, bis zu 7 Personen mit zu befördern. Wir haben vorne 2 eingetragene Sitzplätze, hier 2, da 2 und hier neben noch einen gegen die Fahrtrichtung, heißt, ihr könnt also theoretisch zu 7 in Urlaub fahren. Jetzt fragt sich der eine oder andere, gut, 4 Schlafplätze haben wir, 2 hinten, 2 oben im Alkoven. Wo kann ich denn hier mit 7 Personen pennen? Man kann hier die Sitzgruppe nochmal umbauen zu einer großen Schlafmöglichkeit. Dann entstehen hier 2 weitere Schlafmöglichkeiten. Und einmal hier aus der kleinen Sitzgruppe kann man noch ein Kinderbett bauen. Also 7 Erwachsene gehen nicht, aber theoretisch 6 Erwachsene und ein Kind oder jede andere Konstellation ist hier möglich. Aufgrund der hohen Nachfrage ist dieser Grundriss leider schon so gut wie ausverkauft. Wir haben hier nur noch ein paar wenige Gebrauchtfahrzeuge da. Es geht hier bei uns am Standort los bei 55.990 € für einen Jahreswagen mit knappen 14.000 Kilometern. Markise, Radio, Rückfahrkamera, SAT-Anlage mit Fernseher und ein Fahrradträger sind dafür aber schon mit drin. Heißt, bei dem Modell heißt es, zuschlagen lohnt sich, bevor die Grundrisse ausverkauft sind. So, da sind wir auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, die kleine Übersicht über die Forster Alkoven Grundrisse hat euch gefallen. Bei Fragen schreibt es uns gerne in die Kommentare. Ansonsten bei Interesse können wir gerne einen Termin vor Ort vereinbaren. Dann meldet euch doch einfach bei den jetzt eingeblendeten Kontaktdaten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei DörTV.